Unsere nächste Referentin ist geboren worden im großartigsten aller Länder dieser Welt, in den USA, um dieses Land zu verlassen, um in ein noch großartigeres Land umzuziehen, in das großartigereste, wie wäre wohl ein Wort dafür, der Superlativ, nach Liechtenstein. Und wir freuen uns jetzt auf einen Vortrag, der nicht in Urdu gehalten wird. Ich habe gebeten, das nicht zu tun. Frau Hays wäre in der Lage, in Urdu genauso vorzutragen wie in Deutsch. Aller Respekt. Sie wird das nicht tun, aber wir sind alle auf ihrer Seite, dass das auf Deutsch mindestens so gut wird wie auf Urdu. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag über das optimale Geld. Bitte. Dankeschön. Dankeschön. Okay, so, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Demelza Hays und ich bin Dozentin an der Universität Liechtenstein und auch ich bin eine Fondsmanagerin bei der Incrementum AG in Liechtenstein. Mein Fokus liegt dabei auf einem Fonds, den ich gemeinsam mit Mark Wallach demnächst lancieren werde. Aber bitte entschuldigen Sie mein schreckliches Deutsch. Entschuldigung. So, ja. Okay. Herr Kaiser spricht sehr schnell und ich bin das Gegenteil. Ich spreche sehr langsam. Okay, so, oh ja, ich habe eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Das Aufkommen von Kryptowährungen hat gewissermaßen einen Wettbewerb der Währungen entfacht. Fiat-Geld ist das Geld der physischen Welt und Kryptowährungen sind das Geld der digitalen Welt. Von Unternehmen lancieren Währungen wie zum Beispiel Apple, Facebook und Google, versuchen beides zu kombinieren. Wie kommt es dazu, dass eine neue Geldwährung die alte überholt? Wie kann der Wettbewerb gewonnen werden? Die größere Wirtschaft gewinnt. Goldlüste im 17. und 18. Jahrhundert, Shells oder Wampums in Amerika als Zahlungsmittel ab, nachdem große englische Wirtschaft die weitaus kleinere Wirtschaft der amerikanischen Ureinwohner überrollte. Wer gewinne wird, hängt somit davon ab, wessen Wirtschaft größer sein wird. Der herkömmliche physische Welt, welche überreguliert, überbesteuert und dafür designt ist, eine Gleichheit der Ergebnisse zu produzieren? Oder wird es doch die digitale Welt der unregulierten und leistungsorientierten Transaktionen sein, welche darauf ausgelegt ist, gleiche Voraussetzungen und Chancen zu kreieren? Okay, die meisten österreichischen Ökonomen, insbesondere am Mises-Institut, definieren Geld anders als der ökonomische Mainstream. Zum Beispiel Menger, Mises, Rothbard, Huerta de Soto, Hulsmann, Bloch, Salerno und Harper. Sie alle sind der Meinung, dass worauf es bei Geld primär ankommt, dessen Eigenschaft als Tausch- und Zahlungsmittel ist. Die Funktionen des Geldes als Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel sind für die österreichische Schule sekundäre bzw. tertiäre Funktionen und keineswegs notwendig dafür, dass ein ökonomisches Gut in einer Wirtschaft zu Geld wird. Dennoch gibt es einen anderen Zweig von Österreichern, sozusagen die schwarzen Schafe des Stammbaums. Darunter sind zum Beispiel mein Onkel Larry Sechrest, Larry White und George Selgin in Cato und Mercatus in den USA. Mainstream-Ökonomen behaupten, dass Geld 3 Funktionen hat: als Tausch- und Zahlungsmittel, als Wertaufbewahrungsmittel und als Recheneinheit. Folgt man dieser Definition, dann kommt man schnell zu der Schlussfolgerung, dass Gold derzeit kein Geld ist.
In einem Artikel meiner Dissertation habe ich diese Debatte auf die Kryptowelt ausgedehnt und bin ebenfalls zum Schluss gekommen, dass Bitcoin derzeit kein Geld ist auch. Warum? Lassen Sie uns einzeln über diese 3 Funktionen nachdenken. Wertaufbewahrungsmittel. Würden Sie lieber Ihre Kaufkraft in einem Gut aufbewahren, das eine abnehmende, eine stabile oder steigende Kaufkraft aufweist? Ich persönlich würde am liebsten Assets ansparen, deren Wert sich steigert. Zumindest in dem Maße, um die Aufbewahrungskosten wieder gut zu machen, aber hoffentlich sogar, um einen Kapitalgewinn zu erzielen. Als nächstes, als Tausch- und Zahlungsmittel. Würden Sie lieber mit etwas bezahlen, das eine abnehmende, stabile oder zunehmende Kaufkraft aufweist? Ich persönlich würde lieber mit etwas bezahlen, das an Wert verliert. Sozusagen die heiße Kartoffel an die nächste Person weitergeben, die bereit ist, diese zu akzeptieren. Dennoch ist klar, dass niemand eine Währung annehmen will, die so massiv an Wert verliert, wie die Deutsche Mark im Jahre 1923 oder der Zimbabwe-Dollar in 2007 oder der Euro in 2019. Okay. Als letzten Punkt sprechen wir über die Funktion als Recheneinheit. Hier gilt dasselbe wie für die Funktion als Tausch- und Zahlungsmittel. Nimmt die Recheneinheit nominal zu, nicht aber real, so hat dies 2 grundsätzliche Implikationen für eine Wirtschaft. Erstens führt diese dazu, dass die Kapitalallokation von Produzenten ineffizienter wird, sowie Überproduktionen entsteht. Ein Unternehmer sieht, wie der Preis von Milch steigt. Für diesen sieht dies wie ein Signal dafür aus, dass mehr Milch nachgefragt wird. Er nimmt seine Ersparnisse auf Arbeit und guten Entscheidungen in die Hand und investiert in Kühe, Farmarbeiter und vielleicht sogar in neue Gebäude. So dann schließt die Federal Reserve, das ist ein Englischwort, die Federal Reserve, den Fiat-Geldhahn und der Preis von Milch sinkt. Das Ergebnis: Die Ersparnisse sind vollständig verloren. Zweitens sind unsere Rechnungslegungspraktiken nicht auf ein inflationäres Umfeld ausgelegt. Inflation ermöglicht es Staaten, mehr Steuereinnahmen zu generieren, indem erstens Personen in progressiven Steuersystemen in höhere Steuerklasse gedrückt werden. Sogenannte kalte Progression. Das Ergebnis: Ersparnisse werden von produktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu Bürokraten umverteilt. Das ist sogar noch schlimmer, als die Ersparnisse komplett zu verlieren. Denn die Bürokraten haben nun das Geld, um das Chaos auf Erden loszutreten. Zusätzlich zu steigenden Einkommenssteuern erhöht die Inflation auf die Profite von Unternehmen und den Preis für den Ersatz von Kapitalanlagen der Firma, welche die Firma dafür braucht, um im Geschäft zu bleiben, da der bestehende Kapital stark abgeschrieben wird. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Maschine zur Autoherstellung kostet 1 Million Euro und hält für 10 Jahre. Somit sind die jährlichen linearen Abschreibungskosten 100.000 pro Jahr. Die Einnahmen aus der Maschine belaufen sich auf 1 Million Euro pro Jahr. Und die Kosten für zum Beispiel Energie und Arbeit belaufen sich auf
850.000 pro Jahr. In diesem Szenario wäre der jährliche Gewinn der Maschine 50.000 pro Jahr. Wenn die Firma 50% an Steuern bezahlt, bleiben ihr am Schluss 25.000 Euro. Dies ist die Situation mit keiner Inflation. Die Druckerpressen der Nationalbank stehen still. Okay. Keine Inflation. Stellen Sie sich nun vor, dass die Gelddruckmaschine wieder eingestaltet werden und das Geldangebot verdoppelt wird. Dies verdoppelt die Einnahmen sowie die Kosten der Firma. Der Firma verdient nun 2 Millionen Euro und hat Kosten von 1,7 Millionen vor Abschreibungen. Die Abschreibungen können nun aber nicht verdoppelt werden, weil die Maschine noch zu alten Preisen und ohne Inflation gekauft würde. Somit können weiterhin nur 100.000 Euro an Abschreibungen abgezogen werden, was zu einem Gewinn von 200.000 führt. Nun bezahlt die Firma 100.000 an Steuern auf deren 200.000 Gewinn. Denn sobald die Maschine kaputt geht, muss die Firma eine neue Maschine, und zwar zu den verdoppelten Kosten, kaufen. Leider hat die Firma in den letzten Jahren nicht genug Geld gespart, um eine neue Maschine zu den neuen Preisen zu kaufen. Das Ergebnis: kapitalintensive Unternehmen gehen pleite, während deren Geld und Bürokraten umverteilt wird. Und genau dies ist der Grund dafür, wieso die Region in den USA, aus der meine Familie kommt, heute als Rust Belt bezeichnet wird. Jegliche Überbleibsel der großen Industriestärke der USA müssen heute künstlich durch Subventionen und Zölle stimuliert werden. Karl Menger und Antal Fekete haben beide über die Funktionen als Wertaufbewahrungsmittel sowie als Tauschmittel geschrieben. In frühzeitlichen Agrikulturen wurde Vieh primär als Tauschmittel verwendet, während Reichtum in Salz angehäuft wurde. Afrikanische Stammesführer horteten Elfenbein, bis europäische Händler damit anfingen, es als Tauschmittel zu verwenden. Seit dem 17. Jahrhundert wurde Gold in Clearinghäusern und Verwahrungsstellen gelagert und Papierzertifikate entwickeln sich zum bestmöglich handelbaren Tauschmittel. Heute häufen Personen Geld in Immobilien und Aktien an, während sie Fiat-Geld verwenden, um den Handel zu erleichtern. Rothbard argumentierte, dass Greshams Gesetz nur dann funktioniert, wenn ein Staat fixe Austauschraten zwischen Geldern erzwingt. Während der Markt fluktuiert, werden dadurch verschiedene Gelder unter- oder überbewertet. Ich bin der Meinung, dass Greshams Gesetz sogar dann gilt, wenn kein Gesetz besteht. Rationale Marktteilnehmer würden die wertsteigende Währung horten und die Währung verkaufen, deren Wert abnimmt. Deshalb werden Bitcoin und Gold nie für Zahlungen verwendet werden. Wenn ich für einen Kaffee mit Bitcoin bezahle, muss ich sofort los und dieses Asset wieder kaufen, damit ich meine Position halten kann. Ich habe in 2050 auf Amazon einen Haarföhn mit Bitcoin gekauft und meine Position nicht zurückgekauft. Heute hat mich der Föhn 2.000 Euro gekostet. Was passiert zum Beispiel mit der Hyperinflation in Venezuela?
Nur eine kleine Gruppe von Menschen hat sich in Bitcoin oder Gold eingekauft, um der Inflation zu entfliehen. Die meisten haben Dollar gekauft. Das Angebot von Gold ist elastischer als das Angebot von Bitcoin. Wenn der Preis von Gold steigt, werden mehr Personen Gold schürfen und mehr Gold gelangt in den wirtschaftlichen Kreislauf. Im Gegensatz dazu wären bei einem steigenden Bitcoin-Preis mehr Miner Bitcoin minen, was das Schwierigkeitsziel nach unten drückt. Die Menge an neuen Bitcoins, die in den Umlauf gelangen, bleibt über die Zeit konstant. Wenn meine Interpretation von Greshams Gesetz korrekt ist, dann ist Gold ein besseres Geld als Bitcoin. Da Leute den selteneren Rohstoff halten, nämlich Bitcoin, und den stabileren Rohstoff, nämlich Gold, ausgeben. Zusätzlich zu der gewissen Volatilität von Gold und Bitcoin, die durch die Nachfrage für Bargeldersparnisse ausgelöst wird, hat Bitcoin das Problem von volatilen Transaktionsgebühren. Für optimales Geld brauchen wir deshalb eine Recheneinheit, die zwei Eigenschaften erfüllt: einen stabilen Wechselkurs oder stabile Kaufkraft im Vergleich mit anderen Gütern und Dienstleistungen. Und zweite, stabile Transaktionsgebühren bei der Verwendung des Geldes für Verkäufe von Gütern und Dienstleistungen. Es gibt drei wichtige Arten, wie Menschen versucht haben, die Elastizität von Gold in der Geschichte zu erhöhen. Erstens, Bimetallismus oder die doppelte Mundstandard. Zum Beispiel, Dorothy tanzte in der Zauberer von Oz auf der Straße auf gelben Ziegel mit ihrem silbernen Slippern, um die im frühen 20. Jahrhundert in den USA laufende Diskussion bezüglich Gold und Silber zu symbolisieren. Silber übernahm eine wichtige Rolle beim Goldstandard. Silber stellte die nötige Elastizität bereit. Zweitens, die Real Bill Doctrine von Adam Smith im 17. Jahrhundert in Schottland und etwas Zeit nachher vom ungarischen Ökonomen Professor Antal Fekete. Und letzte, Fractional Reserves oder das Teilreservensystem oder Free Banking. Dieses wiederum ein Punkt, bei dem die Österreicher anderer Meinung sind. Zum Beispiel Huerta de Soto, Hulsmann, Bloch, Salerno sind der Meinung, dass Fractional Reserves in einem freien Markt nicht existieren würden. Larry White, George Selgin und Larry Sechrest haben gesagt, dass eine zu 100% gedeckte, zirkulierende Banknote unmöglich ist. Lasst uns nochmals die Definitionen durchgehen. Eine zirkulierende Banknote ist ein von einer Bank herausgegebenes Papier, die ein anonymes Inhaberinstrument ist, das für Zahlungen genutzt werden sollte. Im Gegensatz dazu ist eine Lagerhausbescheinigung eine Bestätigung dafür, dass für das Lagern eines Assets in einer Verwahrstelle ausgestellt wird. Warum waren vollständig gedeckte, zirkulierende Banknoten unmöglich? Lagerkosten. Yeah, okay. You have the answer already. Okay. Lagerkosten.
Wenn alle zirkulierenden Banknoten zu 100% gedeckt sein sollten, wer bezahlt dann für die Lagerkosten der Reserven im Hintergrund? Wir wollen dies anhand eines Beispiels verdeutlichen. Sie wissen nicht, wer die Banknote hält, dass Bob die Note an Alice gegeben hat, welche diese wiederum an Eva weitergegeben hat. Bob wäre nicht damit einverstanden, die Lagerkosten zu bezahlen, da Eva ja nun die Note hat. Aber ich glaube, die Blockchain-Technologie hat diese verändert. Wir können nun genau sehen, wie lange jeder Account hat die Note hat die Note in die Konto gehabt. Die Technologie hat uns also ermöglicht, die Lagerkosten die richtigen Personen zu ordnen. Es gibt diverse Vorschläge dafür, wie eine globale, stabile Währung kreiert werden kann, die weder Bitcoin noch Gold ist. Die bekannteste ist Facebooks Libra. Libra kann man sich als die Währung einer Bank vorstellen, die zumindest in der Theorie von einem Korb an Fiat-Währungen gedeckt ist. Zweitens, Real Unit Schweiz AG löst dieses Problem, indem es Unternehmensanteile kreiert, die Realassets wie zum Beispiel Gold halten. Diese Unternehmensanteile können dann verwendet werden, um Zahlungen abzuwickeln. Drittens, ein dritter Weg ist, eine stabile, dezentrale Kryptowährungen zu schaffen. So, wer wird also den Währungswettbewerb gewinnen? Der Konkurrenzkampf zwischen der physischen und digitalen Währungen wird den Gewinner krönen. Das Horten eines inflationären Tauschmittels oder sogar einer stabilen Rechnungseinheit ist keine gute Investition. Aus diesem Grund konzentriert sich unsere Fondsstrategie auf Wertaufbewahrungsmittel. Reserven wie Gold und Bitcoin sind in ihrem Angebot begrenzt und dürften mit zunehmender Nachfrage an Wert gewinnen. So, für weitere Fragen stehe ich gerne später persönlich zur Verfügung. Danke. Okay. Dankeschön. Okay.